Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Vampyr. Ja, wir müssen uns immer noch vorstellen, ne? Den Ascalon Club. Da müssen wir uns vorstellen. Und wir müssen noch ein paar Bewohner wegsnacken. Und hier runterfallen. Watch. So. Wo sind denn die Bewohner? Ja, ein Vierer ist schlecht. Ein Vierer ist ganz, ganz schlecht. Ich habe mit 2 weggesnackt und trotzdem bin ich noch nicht in der Bandstufe aufgestiegen. Avery ist auch leider ein Vierer. Es muss eine Möglichkeit geben, auch schneller oder irgendwie besser aufzusteigen. Da ist noch ein... Ja, das ist der gleiche. Den hatte ich gerade auch schon. Hä, wo geht's denn lang? Einfach schon wieder vergessen, wo es lang geht, ne? Wunderbar. Ich glaube, ich bin falsch rausgegangen, ne? Ich glaube, ich muss einfach hier raus. Moin. Meister, du gehst ja auch nach oben. Gehen wir mal zum Ascalon Club. Und stellen uns mal vor, sagen wir mal einmal ganz kurz. Hallo, grüß dich. Wo sind die denn? Hier? Natürlich hier. Großen Gebäude hier. Klopf, klopf. Hallo? Ich bin Jonathan. Wollen ja auch mal ein bisschen jetzt mal erfahren, was für ein ältesten Blut wir in uns haben. Vielleicht weiß das jemand von denen. Oder was wir für ein spezielles Blut in uns haben. Oh, er ist auch einer. In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reid. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reid. Grüß dich, moin, Please hallo. proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Oh, hatte jemand hier Hunger? Moin, grüß dich, Meister. Kann ich dich essen? Nee? Then, Dr. Reid. Noch nicht. Noch nicht. There has been quite a battle here. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Bestimmt. Das sollte kein Problem sein. Ne, wir leihen uns das ja auch hier alles nur mal aus, ne? Er ist oben. Das ist unser Vater. Er war auch Mitglied. Unser Vater. Oder das ist einfach nur ein Standardbild hier. Aber ich glaube, das war... Oder hat unser Vater uns... Ein guter Dolch. Ja, aber... das bringt mir ja nichts, leider. Das bringt mir leider gar nichts, bringt mir das. Da komme ich noch nicht rein. Noch. Natürlich ist es die andere Seite. Liegt da einfach ein guter Dolch rum, ne? Haben wir hier noch was rumliegen? Was Tolles, was Schönes? Oh, oh, hier geht's los. Oh. Good evening. We repel the intruders for now. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reid. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Hear, hear, hear. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Also sind wir noch reiner als die? Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance.
I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reid. Danke. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Ja sicher. Ich würde sagen ja, ne? She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? Nö. What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Das ist richtig. Why are you suddenly so friendly? The last time I met one of yours, he tried to kill me. Are you referring to Fergal? He was the most useful of servants, but he was just a servant. You, on the other hand, Doctor, proved yourself much more worthy. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reid, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? Das ist richtig. Nein. No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reid. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Wollen wir das erstmal machen? Ich weiß noch nicht recht, ob die Bösen sind oder unser Erschaffer der Böse ist. Vielleicht ist er gar nicht so böse und möchte den Ascalon Club auslöschen. I agree to Machen join the wir. club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Oh, klar. Well, speak, Dr. Reid, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Aber es ist geil, immer Tinte am Start, ne? Also direkt mit Heilung dann wieder, ne? So hätte ja jeder Tinte am Start. Du Drecksau. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. Take your place among the bearers of the lance. One of us!
One of us. Ob das nicht ein Fehler war. Ob das nicht ein Fehler war. Aber wir müssten die Möglichkeit auch haben, die auszusaugen. Das müsste die Stütze sein. Good evening, Dr. Reid. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. Mir geht's gut. I feel perfectly fine. Do I have cause for concern? Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Sie sind berühmt. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Okay, ich kann den gar nicht trinken, sehe ich gerade. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. Ich habe auch gar keine Möglichkeit, I have a plan, irgendwie sir. A den zu radical snacken. one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Ja. Ist das wirklich effizient? Ich glaube eher weniger. Ist es By gefährlich? doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Boah, 6. 6, 6, 6. Oh mein Gott. 20. Mal ganz kurz, aber wie sollte man denn jemals hier die Stufe 20 erreichen? Have you heard the rumors of That some went well, did it old not? vampire revealing You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Econ. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Skulls stehen mit der Epidemie in Verbindung. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reid, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the skulls. Ja, habe ich mir nämlich gedacht.
Sind friedlich, Skulls sind Opfer. Skulls are malevolent and disgusting creatures. I knew I was right to induct you, Dr. Reid. You would not dare lie to me on such a vital topic now, would you? So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reid. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find and get results. Okay, machen wir. Jetzt habe ich erst eine höhere Bandstufe. Aber wie soll ich denn auf 20 kommen? Jetzt mal ganz ehrlich. Frage Anwohner nach möglichen Infektionsquellen in West End. Bandstufe 4 habe ich nun. Aber selbst auf 6 zu kommen. Wie viel hat der Kollege? Wie viel EP? Der hat so viel EP, dass das noch nicht mal hinterlegt ist, oder was? Schade, wäre cool, ne? Den wegzusnacken, ey. Bandstufe? 6. Ach, leck mich. Wir holen uns jetzt erstmal ein paar Vierer. Weil es ist ja sowieso vorbei. Wir haben ja keinen Lebenden mehr. Wenn ich alle vielleicht ausgesaugt hätte, hätte ich vielleicht jetzt auch Bandstufe 6 schon. Ich weiß es aber auch nicht. Vielleicht geht es auch erst mit der Zeit. Also je weiter man fortschreitet. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. So, er ist sauer. Support the Good evening. Oh my... Wait. Don't worry, Dr. Reid. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young icons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Das ist die Tochter von Ash. Stufe 5. Ach. Aber vielleicht weiß sie das mit der I'm Epidemie. investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Oh, okay, ich habe schon Hunger. Ne? Auf Wiedersehen. Ich Goodbye. wünsche dir erstmal was. Ich dachte jetzt echt, sie wäre Händlerin, aber leider ist sie das nicht. Ich drücke jedes Mal den falschen Knopf. Auch 5. Avery. Avery. Oh, Meister. Yes, sir? Das Problem ist, Avery kann ich nicht mehr höher bekommen. Achso, I doch. found an old letter written by my father and addressed to me. Do you know anything about it, Avery? Your father wanted me to give you this letter for your 35th birthday, but you left for the war, and the letter remained in his office until tonight. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery? Did he ever speak to you about his departure? No, sir. Mr. Reid was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you the information you require. Ja, und ich muss noch nach Pembroke. Avery, mein Freund. Das war's. Ich wünsche dir was. Ja, ich kann den ja nicht alleine hier lassen. Das funktioniert ja nicht. Dun, dun. I fulfilled my promise to your father. This house is now yours. Vielen Dank dafür, Avery. Das hätte ja nicht sein müssen, ne? Dass du das jetzt noch raushaust, ne? Also wirklich. Dreizehn.
5. Wie komme ich nochmal zu dem einen Gebäude, wo die beiden Vierer rumeierten? Was? Ganz falsches Gebiet hier, oder? Ey, 29, lass mich in Ruhe. Das ist der Ascalon Club. Mal gucken, was mit dem Kollegen ist. Good evening. Clarence. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. Ach, hör auf. Ehrlich? I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. Okay, wunderbar. Migräne hat er. Er hat aber viele Hinweise, die benötigt werden. Und er hat noch einen Personenkreis. Und zwar, die kenne ich noch nicht. Okay, wunderbar. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. Ach, die kennen sich. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. Hinweis benötigt. Verdammt. Persönliche Fragen? Wie geht es deiner Frau? How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Oh nein. Der arme Kerl. You need some... Okay, das war's. Ich brauche die Frau von ihm. Johnny? Ist der diese... Nee, da ist er. Women die too in this war. Women's right to vote is only the first step. 900, der wird mir aber auch nicht sehr viel bringen. Women die too in this war. Da wohnst du? Have you noticed anything suspicious recently? Befragt die Bürger. Don't let any strangers come into your house. Und da klopft er an und sagt, hallo, hast du irgendwas entdeckt hier? Ashbury. Clothing. Habt ihr auch Klamotten? Nee, ne? Okay, jetzt geht er wieder zurück. Aber es ist halt so nervig, finde ich, nur mit den ganzen Leuten zu quatschen und ihre unwichtigen Geschichten zu hören, wenn ich die eliminiere. Das ist so ein bisschen doof. Guck mal eben hier, ob hier irgendwie noch jemand rumeiert. Aber sieht auch nicht danach aus, nee. Wo versteckt er seine Frau? Also von ihm kriege ich so keine Info auf jeden Fall.
Da haben wir sie. Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny. I'm so sorry Danke. for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. Reicht I'm das? sure you can Es spare reicht. me a few Wunderbar. minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. Oder hat die irgendwie jemanden noch hier? Nein. They were such a beautiful family. Ach, weißt du was? Ich muss hier bestimmt irgendwas... Oh, ich It's wollte a noch nicht pleasure mit to dir see you reden. again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. Ah, erstmal I'm mit der investigating Ursache. the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. Okay, vielen Dank. Oh, hier kriege ich einiges. Why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Okay, das hat mir schon mal gar How nichts have you gebracht, been Supi. since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Ja, weil hier der Club ist. Die ist gesund. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your mother Und Avery. and your sister. Und Avery. Such a tragedy. Ja. Der Avery, danke. Thank you, Venus. It was so sudden, and I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Aber da müssten wir doch eigentlich jetzt Why über is ihn my eine Info return so surprising? It's haben. more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Oh ja, buhu, meine Güte, es war so hart für dich. Oh ja. Schon verstanden. So, weiter geht's. Ach, leck mich doch. Gar nichts. Goodbye for now. Tschüss. So, ich muss gucken, ob wir jetzt hier irgendwas im Häuschen hier finden. You're lost, Jonathan. Danke. Wir werden hier bestimmt irgendetwas finden, briefmäßig. Das ist jetzt die Schublade. Der macht immer das auf, was ich noch gar nicht aufmachen möchte. I remember when Mary came here with her husband and her son. They were such a beautiful. Den scheint es aber auch allen gut zu gehen hier, ne? Also denen muss es hier wirklich richtig, richtig gut gehen. Schönes Viertel. Da ist nochmal eine Tür. Da haben wir doch was. Mach offen.
Ach so, das ist die verlorene Bibliothek. Haben Vampire Verbündete unter den Lebenden? Ja, das haben sie. Sie nennen sich selbst Bruderschaft. Sie dienen ihren unsterblichen Herren auf vielerlei Weise und sie erhalten dafür womöglich Privilegien und Wissen. Irgendwo in London ist der Sitz ihrer Macht und dort intrigiert ihr geheimer Rat gegen uns. Ich nenne diesen Ort die verlorene Bibliothek. Es ist ein Ort, an dem diese Verräter zahllose, geheime und lang vergessene Bücher sammeln. Ich persönlich biete 1000 Pfund dem Ersten, der mir einen Beweis für die Existenz und den genauen Standort der Bibliothek liefern kann. Clarence Crossley. Der Clarence. Der gute alte Clarence. Mal auf, geht nicht. Locked. So, ich glaube, das war's, ne? Hier ist noch ein Kleidchen. Jetzt ist natürlich die Frage, muss ich sie von hier beobachten? Macht sie hier irgendwas oder steht sie einfach nur dumm rum? Scheint, dass die nur rumsteht. Wir verlassen mal das Gebäude. Nee, geh noch mal kurz rein, ja? Einmal noch mal kurz gucken, ob irgendwas Neues freigeschaltet worden ist. Nein. Nein. Wunderbar. Tschüssikowski. Goodbye. Wir gehen zu unserem Homie. Oder ich muss von irgendwo hier so hoch. Die Tür ist zu. Sie geht. Die ist aber jetzt ganz schön weit nach hinten gegangen. Sie putzt. Wunderbar. Okay, sprechen wir erstmal mit dem Dulli. Mit unserem Homie, unserem alten Freund. Moin, Meister. Good evening. Nichts Neues. Tatsache. You need some... Tja, das ist immer blöd, ne? Das ist echt immer blöd. Jetzt ist sie oben und putzt da, oder was? Jetzt. Wo? Wo muss ich hin? Wo muss ich gucken? Oh nein. Da. Ja, machst du? Jonathan? Aha. You give me no other choice, Clarence. Yes, my love, it's a new tea I bought. Not too bitter for your taste, I hope. Drink your tea, my love. Drink it to the last drop. And shut your damn trap for good. Oha. Oh, ho, 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 ho. So, jetzt reicht's. Klopf, klopf. Hello, Venus. Hello, Jonathan. Wir könnten wahrscheinlich ihm das sagen jetzt. Aber ich möchte Sie jetzt erstmal drauf ansprechen. What did... Why are you poisoning your husband? He has spent a fortune printing his bloody papers. I can't stand this nightmare anymore. We are the butt of everyone's jokes since he returned. If you're so frustrated by Clarence's behavior, why don't you just leave him? I have already lost the best years of my life because of him. I will not jeopardize my future for some lunatic.
He goes, and I inherit what's left. Aha. Ich war Trauzeuge bei ihrer Hochzeit. Ich muss Clarence die Wahrheit erzählen. Ich kann sie nicht ihren Mann töten lassen. Ah, ho, ho. Tja, schwierig. Vielleicht kann ich erst das machen und dann sie eliminieren? Ich versuch's. I remember your love for him. It was so beautiful. I cried. And now you've killed him. Don't try to send a shiver Ist er schon down tot? my spine, Dr. Reid. You were always on your own, and you kept emotions at bay. All for facts, remember? Well, deal with this one. Here, If you're, I was don't try. Ach, shit. Da komme ich jetzt nicht mehr hin. 3250. Good. Aber der lebt doch noch, oder nicht? Wenn ich jetzt zu ihm gehe und ihm das jetzt mitteile. Rudi? Aber ich würde da nicht hingehen. Good evening. Venus is poisoning you, Clarence. She wants you dead. So she really hates me that much now. My poor wife. I had no idea my research would drive her to such extremes. I'm sorry, Clarence. Why would you tell me that? First you returned from the dead, and now you tell me my wife is trying to murder me. Huch, ja, shit happens. Du bist mein Freund. You're a stupid bastard, but you're my friend, Clarence. And I don't have many left. I don't want you to die. Not like that. But I love her. I love my wife. Did I make her suffer that much? Have I become such a burden? Ja. So you have no suspicions about her at all? Nothing in Venus's behavior has seemed odd since you returned. Frankly, it's my behavior that's been odd. Ever since I got back from the war, she accuses me of being paranoid and delusional. Oh, eine neue Sache haben wir bei ihm mal freigeschaltet. Nur eine einzige. Das gibt's ja nicht. Noch eine? Nee, für sie. Sie ist fertig. Aha, hahaha. You need some rest. Okay, ich kümmere mich mal eben um deine Frau, ja? Ich sag ihr mal eben, das kann so nicht weitergehen. Bin ich hier richtig? Wer ist sie denn? Hä? Entschuldigung? Ich bin wohl irgendwie falsch abgebogen. Aber total falsch. Hä? Da bin ich doch vorhin auch lang gelaufen, oder nicht? Hä? Jetzt bin ich gerade komplett lost. Anscheinend nicht. Hello. Hello. Moin, servus. Why do you and your husband argue so much? He is not the kind man I married and loved. He is obsessed now. Obsessed with chimeras. I feel trapped. It just makes me want to scream. Okay, das war's dann. 4000. Hör mal, das snack ich mir rein. Er bringt mir... Jetzt sagt er Tschüss. Jonathan. What do you need? Reiß dich zusammen. Ja, sicher. I danced with you at my wedding, Jonathan. What have you become? Ein Eisenschlüssel. Also ist nicht aus mir geworden, ne? Aber den habe ich jetzt gerade bekommen. Einen Eisenschlüssel. Oh, ich dachte jetzt wirklich, ich bekomme da irgendwie noch eine Notiz oder so.
Hier ist eine... Oh nein, die habe ich übersehen. Okay, das lese ich jetzt aber nicht alles. Da machen wir mal kurz so und dann machen wir so. Und dann kann man das schön pausieren. Aber jetzt hätte ich die Informationen gehabt natürlich, die dazu geführt hätten, ihn komplett wahrscheinlich freizuschalten. Aber ich bin doch da lang gelaufen, hab gedrückt gehabt. Mann, das gibt's ja nicht. Außerdem erfahren wir das wahrscheinlich jetzt gleich wenn wir nämlich mit ihm quatschen. Deine Frau ist die Treppe runtergefallen. Good evening. I won't. Okay, das bringt mir gar nichts. Ja, nichts. Hier, You need bitteschön. medical assistance. It's a little. What can I hope? Sind wir bei 2550. So viel mehr bringt er mir auch nicht. Und die Sachen kriege ich eh nicht mehr freigeschaltet. Einen anderen Personenkreis hat er nicht. Also weg damit, komm. Ich brauche EP. Ich muss mich jetzt mal gleich richtig schön aufladen. Dafür brauche ich aber halt einige Snacks. Weil ich befürchte, dass wenn ich mich jetzt nochmal hinlege und auflevel, einige sterben werden. Einige. Und auf Wiedersehen, mein alter Freund. Leb wohl. I should have known you were one of them, Johnny. Why was I so blind? Das kann ich dir nicht sagen, aber vielen Dank für für deine wunderbare Pistole, die jetzt auch nicht so viel mehr Schaden hat. Traurige Geschichte. Okay, ich würde sagen, mit dem Snack beende ich die Folge und wir werden uns in der nächsten wiedersehen. Bis dahin,